immer in den Firmen gearbeitet, wo Großraumbüros mit unterstützt wurden. Da bin ich dran gewöhnt. Dafür gibt es eben Kopfhörer mit Noise Cancelling. Das Thema Qualität hat für mich jetzt weniger mit dem Großraum zu tun, muss ich sagen. Ja, man muss sich auch mal abschotten können, aber es gibt genug Rückzugsmöglichkeiten hier in der Ideas. Wir haben ganz klare Regeln. Dadurch, dass wir halt nur einen Vorgesetzten haben, brauchen wir halt Leitplanken, die halt für alle halt gelten. Und eine davon ist, jeder kann einmal pro Woche Homeoffice machen, in Ausnahmefällen auch zweimal. Und die Regel sagt ganz klar, du musst es vorher im Team abgestimmt haben. Mindestens 50% vom Team müssen anwesend sein und es muss halt in den Kalender eingetragen werden und ich muss eine feste Aufgabe mitnehmen. Und dann regelt jedes Team, wer wann wie Homeoffice macht, selbstständig. Konzern verbinde ich vor allem immer mit viel Hierarchie, langen Kommunikationswegen. Das ist eine Sache, die ich halt in meiner unmittelbaren Umgebung kaum spüre. Dadurch, dass wir halt in sehr flachen Hierarchien aufgehangen sind und innerhalb des Teams halt sämtliche Informationen halt immer sofort alle Leute erreichen, fühlt es sich halt so an, dass wenn man halt irgendwie was braucht, was will, was macht, dass es dann zumindest innerhalb der Ideas schnell geht. Bei mir im Team jedenfalls hat sich Pairing etabliert, dass eigentlich an dem Problem immer zu zweit gearbeitet wird und eigentlich sieht man immer mindestens 2 Leute an einem Schreibtisch sitzen, und die sich die Tastatur aus der Hand reißen und dann irgendwie das gemeinsam lösen. Also bei uns ist auf jeden Fall Arbeit mit Freunden angesagt und wir achten halt auch bei der Einstellung immer drauf, dass halt auch ein kultureller, persönlicher, charakterlicher Fit da ist und so verstehen wir uns halt auch, wie wir zusammenarbeiten. Du arbeitest halt mit Freunden. Es ist halt nicht einfach so, ja, ich gehe auf Arbeit, 9 to 5, sondern hier kommen alle gerne her. Der größte Planungshorizont, den wir haben, sind 3 Monate. Wir arbeiten mit Objectives für Key Results. Wir wollen halt messen, ob wir besser werden. Es dient vor allem dazu, was lief im letzten Quartal schlecht, wo wollen wir im nächsten Quartal ansetzen und können wir irgendwie sagen, ob wir als Ideas Engineering erfolgreich waren. Ja, wir haben uns hier Ziele gesetzt und können das daran messen. Im Gegensatz zu anderen Firmen haben wir eine relativ geringe Fluktuation, weil die Leute wahrscheinlich gerne hier arbeiten. Wir haben schon in verschiedenen Teamkonstellationen zusammengearbeitet und da weiß man, wie die anderen Leute ticken. Wir wissen, okay, Montag ist der schlecht gelaunt, Freitag freut sich die Person. Ja, unter anderem haben wir die Möglichkeit, hier Dinge auszuprobieren und unter anderem wollen wir nächstes Jahr transparente Gehälter versuchen. Da gibt es so einige Konzepte draußen am Markt, wo wir das richtig rauspicken werden und dann nach und nach sozusagen einführen, wenn das von dem Team so gewollt ist oder so gewünscht wird. Und noch ein Projekt, was wir vorhaben, ist die Gamification of Developer Process. Da gibt es einige Doktorarbeiten drüber, wie man sozusagen noch mehr Spaß bei der Arbeit haben kann, abgesehen davon, dass man Mehrwerte schafft, natürlich für den Kunden. Das gucken wir uns nochmal genauer an und wollen da Elemente daraus ausprobieren nächstes Jahr.